Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und in diesem Video geht es darum, welche Aufenthaltsbewilligung du brauchst, wenn du in die Schweiz kommen möchtest, und welche Aufenthaltsbewilligungen es gibt. Wenn dir das Video gefällt, lass mir doch gerne einen Like da und abonniere kostenlos unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wer sich länger als 3 Monate in der Schweiz aufhält oder einer Arbeit nachgehen möchte, der benötigt eine Aufenthaltsbewilligung. Die wird in Form eines Ausweises dargestellt, den man dann immer bei sich hat und vorlegen kann. Ein Visum für die Schweiz wird für Bürger der EU oder der EFTA-Staaten nicht benötigt. Für deutsche Staatsbürger wird die Antragstellung im Regelfall ohne Probleme gewährt, was natürlich sein kann, wenn du jetzt Vorstrafen hast oder das nicht wahrheitsgemäß ausgefüllt hast, dass es eventuell abgelehnt wird. Bei den meisten Formen der Bewilligung muss ein gültiger Arbeitsvertrag vorgelegt werden. Bei Selbstständigen ist es so, ihr müsst im Endeffekt nachweisen, dass ihr für euren Lebensunterhalt sorgen könnt. Das gleiche gilt auch für Rentner, Studenten oder Stellensuchende. Und wenn ihr natürlich über ein sehr großes Kapital verfügt, dann stehen eure Chancen auch sehr gut, in der Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung zu bekommen. Im Endeffekt geht es immer nur darum, dass ihr dem Staat nicht auf der Tasche liegt und so, dass ihr dass ihr für euch selbst sorgen könnt. Das steckt eigentlich hinter dieser ganzen Thematik. Gehen wir jetzt mal auf die verschiedenen Formen der Aufenthaltsbewilligung ein. Welche gibt es denn da überhaupt? Und da beginnen wir mal mit der Aufenthaltsbewilligung G, die Grenzgängerbewilligung. Als Grenzgänger gilt der seinen Wohnsitz außerhalb der Schweiz hat, aber in der Schweiz arbeitet. Wichtig ist auch, dass die Grenzgänger mindestens einmal pro Woche an ihren ausländischen Hauptwohnsitz zurückkommen müssen. Bürger der 25 EU-Staaten dürfen übrigens überall in der EU wohnen und ihren Hauptwohnsitz außerhalb der Schweiz haben und in der Schweiz arbeiten, was ein super Vorteil ist. Die Grenzgängerbewilligung ist 5 Jahre gültig, solange du einen Arbeitsvertrag hast, der länger als 1 Jahr ist. Wenn der Arbeitsvertrag nicht so lang ist, dann richtet sich die Dauer der Grenzgängerbewilligung an die Länge deines Arbeitsvertrages. Ob es sich nun lohnt, Grenzgänger zu bleiben oder in die Schweiz zu ziehen, das erzähle ich euch in einem anderen Video. Das könnt ihr gerne mal hier oben anklicken, das verlinke ich euch unter dem i. Dort gehe ich nochmal etwas genauer auf die ganze Thematik ein, ob das wirklich so ein Vorteil ist, Grenzgänger zu sein. Dann gibt es den Aufenthaltsausweis L, das ist für Kurzaufenthalte, und der gilt, wenn du einen Aufenthalt hast zwischen 3 und 12 Monaten und dich nur so lange hier aufhältst. Diesen kannst du übrigens auch beantragen, wenn du nicht erwerbstätig bist in der Schweiz. Also wenn du zum Beispiel gerade nach einer Arbeit suchst und da einfach etwas länger Zeit brauchst, dann bietet sich das zum Beispiel an. Alle Bürger der EU haben einen Anspruch auf die Erteilung dieser Bewilligung. Wichtig ist, dass du dann zeigen musst, dass du für deinen Lebensunterhalt sorgen kannst und eben genug Kapital hast. Dann kommen wir mal zur häufigsten genutzten Aufenthaltsbewilligung, und das ist Aufenthaltsbewilligung B. Diese gilt für alle Leute, die einen befristeten Arbeitsvertrag haben von mindestens 365 Tagen oder einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben. Dann bekommst du die Aufenthaltsbewilligung B, und die gilt für 5 Jahre. Wenn nach 5 Jahren dein Arbeitsverhältnis weiterhin so besteht, dann wird die Aufenthaltsbewilligung einfach verlängert. Wenn das nicht mehr gegeben ist, kannst du diese Bewilligung trotzdem verlängern. Dort können sie dann aber sagen, ja, du wirst nur für 1 Jahr verlängert, weil du vielleicht arbeitslos geworden bist und das seit mehr als 12 Monaten aufeinanderfolgend, dann bekommst du die eben nur für 1 Jahr. Wichtig ist, dann kriegst du die Aufenthaltsbewilligung B ohne Erwerbstätigkeit. Und du musst natürlich nachweisen, dass du noch genug Kapital hast für deinen Lebensunterhalt und dass du genug Geld hast für Krankenkasse und so weiter. Dann kommen wir mal zur Niederlassungsbewilligung Ausweis C. Diese kannst du beantragen, wenn du 5 Jahre ununterbrochen in der Schweiz gelebt hast. Das ist natürlich eine super Sache, weil diese Aufenthaltsbewilligung ist nicht an irgendwelche Auflagen geknüpft. Sobald du die hast, darfst du hier in der Schweiz bleiben, auch wenn du arbeitslos wirst, wenn das passiert, wenn du nicht genügend Geld hast und so, dann wirst du nicht einfach wieder rausgeworfen, sondern ab da an darfst du unbefristet in der Schweiz bleiben. Dann gibt es noch eine spezielle Aufenthaltsbewilligung, die Aufenthaltsbewilligung C, kleines i. Diese wird uns nicht so häufig betreffen, denn sie ist für Familienangehörige von wichtigen Beamten, die hier in der Schweiz tätig sind, zum Beispiel der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union, und gilt für deren Kinder bis zum 25. Lebensjahr und für deren Ehepartner. Dann gibt es noch eine spezielle Aufenthaltsbewilligung für Rentner und Pensionäre. Die kann beantragt werden, auch wenn ihr hier nicht mehr erwerbstätig seid. Und dafür müssen bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt sein. Der Rentner muss mindestens 55 Jahre alt sein und er darf keiner Gewerbstätigkeit mehr nachgehen, nicht im Inland und auch nicht mehr im Ausland. Er muss über genug finanzielle Mittel verfügen und eine Krankenversicherung und Unfallversicherung abgeschlossen haben, die alle nötigen Kosten und Risiken übernimmt. Und das wichtigste und schwierigste teilweise auch ist, er muss eine persönliche Bindung zur Schweiz haben. Also entweder durch Familienangehörigen, Ehegatten, Kinder,
und so weiter. Oder durch einen längeren Aufenthalt, den ihr schon mal in der Schweiz hatte vor ein paar Jahren. Also ihr könnt euch jetzt nicht so einfach mit euren Millionen in die Schweiz absetzen, wenn ihr jetzt so mal überlegt, oh ja, jetzt gehe ich mal schnell in die Schweiz und mache mit 40 Rente. Ist nicht ganz so einfach. Wahrscheinlich schon möglich, aber ist nicht ganz so einfach, kann ich mir vorstellen. Welche Aufenthaltsbewilligung ihr braucht und wie das alles abläuft, das kann euch auch immer das Amt für Migration sagen. Dafür verlinke ich euch auf jeden Fall die Seite des Migrationsamtes unter dem Video. Schaut da gerne mal rein. Auch kann euch natürlich euer Arbeitgeber helfen. Der weiß schon ganz genau, wenn ihr Kräfte aus dem Ausland einstellt, weiß er auch, wie das ganze Prozedere abläuft. Also seid nicht so unsicher und so, wenn ihr herkommt, das geht alles schon ganz automatisch. Das ist nicht so das Problem. Für uns war das ein kurzer Gang ins Amt, ausgestellt, dann kam die Begrüßungsmappe und fertig. Also es war echt kein Hexenwerk. Solltet ihr Fragen zu der ganzen Thematik haben, dann immer rein in die Kommentare. Ich bin für euch da und die Community ist für euch da. Wir finden da gemeinsam Antworten. Das war es an dieser Stelle schon wieder von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da und abonniere kostenlos unseren Kanal. Das kannst du direkt hier tun. Und hier oben verlinke ich euch weitere spannende Videos über die Schweiz und über das Auswandern. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem Vorhaben. Macht's gut und bis bald zum nächsten Video. Ciao!